Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der in allem die Werke seines Vaters tut, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und liebe Brüder, zu unserer heiligen Messe, zum Freitag der 5. Fastenwoche, begrüße ich euch und Sie alle ganz herzlich. Wir wollen heute auch für unsere Verstorbenen beten. Unsere Verstorbenen sind Franz und Margret Bitz-Schnieder und Clemens Hildbrand-Brenner. In der Verbundenheit mit unseren Verstorbenen wollen wir diese heilige Messe gemeinsam feiern. O Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie Ruhe und Leben in deinem Frieden. Amen. Wir haben heute ein Thema für unsere Messfeier. Das Thema lautet die unwillkommene Botschaft. Die unwillkommene Botschaft. Wir singen das Eingangslied gemeinsam. 43, die erste und die zweite Strophe. 43 vom KG, die erste und die zweite Strophe. Komm herbei, sing dem Herrn, ruf ihn zu, der uns befreit. Kommt herbei, sing dem Herrn, ruf ihn zu, der uns befreit. Singe, lass uns vor ihn treten, mehr als Worte sei Ali. Singe, lass uns vor ihn treten, mehr als Worte sei Ali. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Überall ist er und nirgends hören Tiefe, sie sind so. Überall ist er und nirgends hören Tiefe, sie sind so. Abgaben, Steuer und Zölle leisten wir nur, wenn wir es müssen. Geschenke annehmen ist angenehmer, so finden wir eine Predigt über das ewige Leben recht nett. Hörenpredigten sind völlig aus der Mode. Die Botschaft Gottes kennt beides, Verheißung und Gericht. Wir dürfen nichts überhören. Beides kann unser Anteil sein, wenn wir nicht zur rechten Zeit Gott um Vergebung unserer Schuld bitten. Wir sprechen das Schuldbekenntnis, damit der Herr Gott uns sein Erbarmen schenkt. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Herr Jesus Christus, sie hoben Steine auf, um dich zu töten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du kamst in diese Welt als der Heilige Gottes,
Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast Glaube und der Menschen gesucht. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich, er lass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, präge und forme unser Leben durch die östlichen Geheimnisse, die wir in diesen Tagen feiern. Heile und schütze uns durch die Macht unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung. Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der vielen. Grauen ringsum zeigte ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zu Schaden, da sie nichts erreichen in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heere prüft den Gerechten. Er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an ihnen erleben, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Du hast Wort des lebendigen Lebens. Du hast Worte des ewigen Lebens. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gottes Lästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jeder Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürfte ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen. Er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft
hatte. Und dort blieb er. Viele kamen zu ihm, sie sagten, Johannes hat keine Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir wollen die Fürbitten vortragen. Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus Christus beten. Sein Wort ist Gottes Barmherzigkeit. Für die Kirche und ihre Aufgabe, das Zeugnis Christi zu verwirklichen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Zusammenarbeit von Staat und Kirche in allen Lebensbereichen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Irregeführten und Enttäuschten, die sich von Gott losgesagt haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Voreingenommenen und Befangenen, die Gottes Wort nicht erreichen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Sünder, die trotz guten Willens den Weg zur Umkehr nicht finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, dein Wort ist beständiges Angebot an die Menschen. Mache uns bereit, deine Liebe zu erwidern und dir zu dienen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, schon der Welt durch uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen das Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lass uns in der Kirche teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, schon der Welt durch uns den Wein, die Frucht des Fleischstoffs der menschlichen Arbeit. Wir bringen sie in der Kirche vor dein Angesicht, damit er uns der Kirche des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wasch ab meine Schuld und meine Sünde, mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass unser Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nimmt das Opfer an aus deiner Hand, zum Lob und Ruhm seines Lammes, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, Heiliger dieser Gaben, nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, und mach uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir haben das Sanctus 107 nach der Präfation. 107 nach der Präfation vom KG. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, ihm und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus, der er Mensch ist wie wir, weit er über den Tod seines Freundes, da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die ärztlichen Sakramente.
Durch ihn planen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit dem Chöre der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. »107« haben wir vom KG. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe soll er herrschen und alleine dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihm dennoch nicht verlassen, sondern voller Erbarmen alle geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch geliebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündet er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen, damit wir nicht mehr uns selber lieben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige dieser Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seine liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Leben und trinken alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, weil wir das Gedächtnis unserer Erlösung, wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh hier auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteile erhalten, an dem einen Brot und dem eine Kirche ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Marie und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für das ganze Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, unsere verstorbene Bruder Franz, unsere verstorbene Schwester Margret und unser verstorbene Bruder Clemens und alle Verstorbenen, um deren Glaube niemand weiß als du, gütiger Vater. Gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenk uns alle das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünder und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, erst und in Ewigkeit. Amen. Wir beten das Vaterunser für unsere Verstorbenen, für unsere Kranken und auch für uns alle. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede, du bist unsere Versöhnung. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schick uns nach deinem Willen die Einheit und deinen Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenkt uns ewiges Leben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprichst du ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Der Abküsse ist schon mir das Überleben. Der Abküsse. Amen. Das Blut Christi. Amen. Das Blut Christi ist schon mir das Überleben. Der Leib Christi ist schon mir das Überleben. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gestärkt. Dieses Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns ferner hält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen noch ein Lied für die Mutter Gottes singen, 755, die erste und die zweite Strophe. 755. Frau, die du Himmelskönige, freu dich, Maria, freu dich, das Laisa dahe, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria, denn du zu tragen würdig warst. Freu dich, Maria, der Heiland liebt, den du befahst. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Wir haben noch Auskündigungen. Folgende Gottesdienste sind für diese Tage vorgesehen. Palmsonntag, 5. April um 10 Uhr. Gründonnerstag, 9. April um 19 Uhr. Karfreitag, 10. April um 15 Uhr. Osternachtsfeier, 11. April um 21 Uhr. Ostersonntag, 12. April um 10 Uhr. Am Palmsonntag werden hier in der Kirche die Palmen gesegnet. Nach der Messe können die gesegneten Palmen draußen vor der Kirche abgeholt werden. Wir verweisen auf die Richtlinien, dass man Abstand halten soll, so dass nicht alle Leute zur selben Zeit die Palmen abholen.
Wir wollen Gottes Segen empfangen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache von der Mutter Gottes Maria segne und behüte uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gute Gesundheit und einen schönen Nachmittag wünsche ich euch und Ihnen. Merci auch. Lasst uns gehen im Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.